Ziel 15. Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss. Das heißt, nachdem wir eben gerade im Wasser waren, sind wir jetzt auf der Erde und gucken uns an, was quasi alles oberhalb der Erdoberfläche passiert und wie dort auch entsprechend die Ziele aussehen, um einfach die Erde auch so weit zu schützen, dass auch die Biodiversität weiterhin gewahrt wird. Schauen wir aber in die Ziele rein. Ähm, Als erstes werden jetzt hier klassisch natürlich die verschiedenen Regionen, die verschiedenen Aspekte der Welt runtergebrochen. Wir fangen an damit, dass wir auf der einen Seite erstmal den Schutz des Wassers, des Frischwasserökosystems in den Mittelpunkt stellen. Das heißt hier Terrestrial and Inland Freshwater soll geschützt werden, einfach um dafür zu sorgen, dass auch die Versorgung der Menschheit mit Trinkwasser, wir hatten das ja vorhin schon bei einem anderen Ziel, auch sichergestellt wird. Deswegen natürlich die natürlichen Ressourcen, die es braucht, um Trinkwasser auch nutzen zu können, müssen geschützt werden. Dann reden wir über den Schutz des Waldes. Da ist sowohl der Schutz des Waldes wie die Reduzierung der Rodung und auch das Wiederaufforsten, das Wiederherstellen von natürlichem Waldbestand in den Mittelpunkt. Und das geht jetzt weiter sozusagen bis auf den Schutz des Landes allgemein, dass wirklich so die Versteppung, die Verwüstung zurückgedrängt werden soll, dass einfach mehr Land wirklich auch lebenswert bleibt und auch für die Menschen nutzbar ist. Und das wird ergänzt als letztes großes Ziel, was jetzt die reine Natur angeht, um den Schutz der Bergwelt, Schutz der Gebirge, weil auch das spielt natürlich bedeutend rein in die verschiedenen natürlichen Ressourcen und Habitate, die der Mensch, die Lebewesen einfach brauchen, um in der Natur im Einklang zu leben. Das wird ergänzt um natürlich jetzt alles, das es auf der Erde lebt, sprich den Schutz der Tiere, Schutz der Artenvielfalt. Und deswegen ist hier gerade so das Thema, dass die Biodiversität unterstützt werden soll, in den Mittelpunkt gestellt. Und wir sorgen dafür, dass einfach möglichst viele Tiere, viele Lebewesen auf der Welt nebeneinander existieren können. Dass auch die Ausrottung, dass die Gefahr, dass Tiere und Pflanzen von der Welt verschwinden, zurückgedrängt wird. Weil sich das als relativ großes Thema auch in den letzten Jahren gezeigt hat, dass deutlich mehr Arten verschwunden sind. Und deswegen natürlich auch, das sind Faktoren, die nicht zurückzudrehen sind. Das wird ergänzt darum, dass auch der Eingriff in die Natur begrenzt werden soll. Wir reden hier über Poaching, sprich Wilderei und über den Schmuggel von geschützten Arten, über das unrechtmäßige Entnehmen von Arten, zum Beispiel aus Naturschutzgebieten. Auch da muss Einhalt geboten werden. Nur so kann einfach die Vielfalt auf der Welt sichergestellt werden, damit wir nachher aus all den Ressourcen, die da sind, vom Wasser über das Land, über die Berge, über die Wälder, eine Chance haben, die Welt auch lebenswert zu gestalten. Weil, wenn wir es gleich bei dem Status sehen, es ist schon durchaus ein sehr großer Prozess im Gange, dass die Qualität des Landes, die Qualität der Welt sich in den letzten Jahren deutlich reduziert hat durch wirklich diese Aktivitäten, die jetzt hier auch angesprochen sind, dass irgendwie die Wälder gerodet werden, dass Land umgewidmet wird für Farming und so weiter. Deswegen haben wir ja einen Prozess, der durchaus zurückgedrängt werden muss. Gucken wir uns den Status dazu mal genau an. Es ist durchaus so, dass wir auf einem Weg sind, wo schon Dinge auch passieren, im positiven Sinne. Und passieren im positiven Sinne heißt, dass, hier wird schon aufgeführt, dass der Verlust des Waldes sich reduziert. Das heißt nicht, dass wir quasi den Verlust aufgehalten haben, aber zumindest ist die Geschwindigkeit reduziert worden. Und auch das Aufforsten, das Wiederherstellen von natürlichen Gebieten sorgt dafür, dass wir auf der einen Seite zwar weiterhin uns damit beschäftigen müssen, dass Waldgebiete illegal oder legal gerodet werden und deswegen einfach unwiederbringlich verschwinden. Aber wir sehen, dass durchaus da auch in die Richtung gearbeitet wird, dass der Wald gerettet wird. Und es gibt auch deutlich mehr Naturschutzgebiete, die ausgerufen werden, um einfach sicherzustellen, dass bestimmte Gebiete in ihrer Vielfalt auch unbeeindruckt von den Menschen weiter existieren können. Deswegen ist da schon ein Weg zu erkennen, der eingeschlagen wird. Das heißt, da haben jetzt viele Länder, viele Regionen wirklich angefangen, bewusst darauf einzugehen und dafür zu sorgen, dass wir eine Chance haben, dass die Vielfalt gewahrt wird, dass quasi auch das Gleichgewicht zwischen den Arten damit auch gewahrt wird. Es wird zum Beispiel mit diesem Aspekt der Naturschutzgebiete sehr schön gezeigt. Hier in dem unteren Punkt, dass wir über die Frischwasserressourcen kommen. Hier kann man sehr schön sehen, dass einfach deutlich mehr geschützte Gebiete dort wirklich auch ausgerufen wurden von den Gebieten, die von der UN als schützenswürdig erachtet sind. So kann man feststellen, dass wir hier schon durchaus die Wahrnehmung wiederfinden, dass Schutz einfach Not tut
dass deswegen auch die Regierungen, die Verantwortlichen in den Regionen auch bereit sind, da wirklich den Schutzstatus zu erzielen und dafür zu sorgen, dass nachher auch die Nutzung der Gebiete auf lange Sicht hin sichergestellt wird. Ähm, Was aber sehr erschreckend ist und was ich auch im Aufarbeiten dieser Themen wirklich, was mich wirklich echt wirklich geschockt hat, ist, dass in den 15 Jahren, die jetzt hier in diesem Zeitraum 2000 bis 2015 betrachtet wurden, mehr als ein Fünftel der totalen Landfläche der Erde in der Qualität schlechter geworden ist. Das heißt, 20% der Weltoberfläche, der Landmasse, sind in der Qualität dessen, wie das Land wirklich existiert und wie es nachher auch wirklich genutzt werden kann für alles, was wir an Struktur brauchen, sind wirklich verschlechtert worden. Das ist einfach ein Aspekt, wo man darüber nachdenken muss, dass durch das Thema, dass zum Beispiel die Städte immer größer werden, dass vielleicht bisher reiche Waldflächen in Farmland umgewandelt werden, dass gerodet wird, um Tiere draufzustellen, dass das einfach Faktoren sind, die die Welt substanziell verschlechtern. Da fand ich diesen Faktor von 20% der kompletten Landmasse der Welt, die schlechter geworden ist in nur 15 Jahren, fand ich wirklich beeindruckend und wirklich auch beängstigend, um auch herauszustellen, dass wir da wirklich was gegen machen müssen. Und deswegen durchaus, wie ich gerade auf der Vorderseite schon zeigen konnte, es tut sich was, dass mehr Schutzgebiete ausgerufen werden, dass die Reduzierung des Verlustes von Waldflächen dass da durchgesetzt wurde. Aber trotzdem sieht man, dass da einfach eine wahnsinnig große Gefahr lauert. Wenn Sie alleine das Thema Urbanisierung denken, Städte werden immer größer, immer noch eine weitere Landflucht, auch in vielen Regionen, die sich erst entwickeln müssen. Die Städte werden immer größer. Wir haben diese Megapolis-Städte, die 15, 20, 25, 30 Millionen Einwohner haben. Das ist eine Landfläche, die dort belegt wird, die für alle Ewigkeiten für ein natürliches Miteinander der Natur verloren ist. Deswegen dieses Wachstum, was da gerade in diesen Gebieten passiert, hat in einer natürlich den negativen Effekt, dass einfach genau dieses Ziel 15, die Sicherung der Biodiversität, durch Mitleidenschaft gezogen wird. Ergänzend dazu zeigt sich das auch, dass gerade dass immer mehr Arten aussterben. Auch das ist ja ein Thema, das durchaus auch mal in der Presse sich wiederfindet, wenn irgendwie dann der sibirische Tiger nicht mehr ähm, sich wieder fortpflanzt. Aber das Übertragen auf die gesamte Biodiversität zeigt, dass, wenn Sie hier gibt da so einen Faktorwert, der ausgerechnet wird. Faktorwert 1 heißt, dass kein einziges Lebewesen auf der Welt ist bedroht. Faktorwert 0 heißt, alle Lebewesen auf der Welt sind ausgestorben. Und da wird von der UN immer so ein Wert aufgestellt, wie wir uns aktuell darstellen. Und so wie der Wert 1993 bei 0,82 gelegen hat, das heißt also schon ungefähr 20% der Arten, die man auf der Welt existiert waren, sind schon ausgestorben. Sind wir heute in 2019, 2020 schon mit einem Faktorwert von 0,73. Das heißt, wir reden jetzt hier schon über ein Viertel der Arten oder über ein Viertel der Arten, die ausgestorben sind. Und das zeigt sich auch, dass quasi in dieser kurzen Zeit, wir reden hier auch über 25 Jahre ungefähr, in der Zeit hat sich schon die Anzahl der Arten substanziell reduziert. Das sind natürlich jetzt Faktoren, die auch nicht zurückzudrehen sind, wo die Menschheit einfach aufpassen muss, dass man da jetzt schnell gegensteuert, um durch diesen Prozess auch noch weiterhin zu beschleunigen. Und so haben wir hier ein Ziel, das natürlich auch mit dem Aspekt des Klimaschutzes sehr eng einhergeht, dass wirklich Schutz auch des Klimas, der Welt, der Arten, die Biodiversität sich entsprechend zeigt. Aber ich fand die Zahlen ja sehr beeindruckend und auch teilweise sehr beängstigend, um einfach zu sehen, dass hier reden wir über Ziele, die sind eigentlich so, wir können das nicht zurückdrehen. Deswegen ist hier wirklich kurzfristige Handlung und auch, wenn man auf die Ziele guckt, da ist gar nicht so wahnsinnig viel nur auf 2030 fixiert, sondern auch auf 2020, weil einfach man feststellt, weil wir gesehen hat, dass wir jetzt handeln müssen, dass wir deswegen den Druck auch auf alle Partner, die damit mitziehen müssen, erhöhen müssen.